steigt in Mannheim die Meisterfete. Die Adler im vierten Finale gegen Berlin. Aber wir wollen beginnen mit Eishockey Deutsche Meisterschaft. Da geht es wirklich um die Wurst. Die Mannheimer Adler sind drauf und dran, möglicherweise zum dritten Mal deutscher Eishockeymeister zu werden. Am Freitagabend wurde der Pokal wieder eingepackt in Berlin bei den Eisbären. Da gab es eine 7:8 Niederlage. Heute konnten also die Adler zu Hause im vierten Playoff-Spiel alles klar machen. Und Daumen drücken also für die Adler. Wir gehen nach Mannheim, schauen uns dieses Spiel an. Kerstin Eichhorn ist unser Reporter. Alle wollten sie dabei sein, wenn die Adler um den Meistertitel spielen. Auch der Letzte ergatterte seinen Stehplatz. Und wenn es in der hintersten Reihe war, doch dafür mit Leiter und Panoramablick. Der Eishockey-Boom in der Kurpfalz auf dem Höhepunkt, die Euphorie riesengroß. Alle wollten die Adler siegen sehen. Knapp 9000 in der altehrwürdigen Arena, der Friedrichspark zum Bersten gefüllt. Eine klasse Atmosphäre. Mannheim in Weiß zu Beginn sehr nervös. Die erste Chance für Paul Stanton, hier mit der Nummer 5. Aber die vielbeinige Abwehr der Eisbären dazwischen und Break über Pelle Svensson. Der schnelle Schwede und 0:1. 2 Minuten und 8 Sekunden waren gespielt. Die Führung für die Eisbären. Mike Rosati nicht der glücklichste in dieser Szene. Lance Nazary, der Mannheimer Coach, konsterniert. Die Adler danach mit Sturm und Drang. Mike Pellegrims, dann Paul Stanton, scheitert an der Abwehr. Noch einmal Paul Stanton, die Kiste wie vernagelt. Im Gehäuse der Eisbären Mario Brunetta, der Italiener. Ein Teufelskerl mit tollen Paraden. Sollten sie etwa straucheln, die Adler, kurz vor der Ziellinie? Das zweite Drittel, die Eisbären weiter konterstark. Andrew McKim an den Pfosten. Glück gehabt, Mike Rosati. Die Adler danach in Überzahl. Pavel Groß auf Mike Posma. Tor 1:1, 30. Spielminute. Der Ausgleich wie eine Erlösung für die Kurpfälzer. Ausgerechnet Mike Posma, der Verteidiger aus Kanada, mit seinem allerersten Saisontreffer. Riesenjubel natürlich in der Halle. Die Adler jetzt wie befreit, nur Sekunden später Philippe Bousson, 2:1. Oder doch nicht. Hauptschiedsrichter Peter Slapke im Zweifel, ob der Puck hinter der Linie war. Blankes Entsetzen bei den Fans und Peter Slapke auf der Suche nach dem Videobeweis. Die Bilder zeigen die Hartgummischeibe eindeutig hinter der Linie. So hatte es jetzt auch Herr Slapke gesehen. 2:1 für die Adler. Aber noch waren 30 Minuten zu spielen und ein Mann im Brennpunkt. Mike Rosati, der große Rückhalt der Mannheimer. Vielleicht der beste Spieler dieser Playoff-Runde. Die Gäste von der Spree auf der Suche nach dem Ausgleich. Dann aber dieser Konter. Mike Pellegrims, der Verteidiger aus Belgien. Noch immer Mike Pellegrims. Was für eine Energieleistung. 3:1, 39. Minute. War das die Vorentscheidung? Fragezeichen. Mike Pellegrims mit seinem 15. Saisontreffer. Klasse gemacht. Die Mannheimer danach souverän beim Powerplay. 5 Adler gegen 3 Eisbären. Philippe Bousson, 4:1, 45. Spielminute. Das war sie, die deutsche Meisterschaft. Philippe Bousson mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag. Der Franzose einmal mehr Extraklasse. Sein 25. Tor in dieser Saison. Die Eisbären, sie waren endgültig geschlagen. Der alte und neue deutsche Eishockeymeister heißt Mannheimer Adler. Ja, es war sehr schwer, aber wir haben, glaube ich, nach dem Rückstand wieder richtig zu unserer Stärke gefunden, haben ihnen keine Chance mehr gelassen nach dem Ausgleich. Ja, ist meine zweite deutsche Meisterschaft und ich freue mich riesig drüber, das ist Wahnsinn. Ich komme nicht nur aus der Ecke, ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier geboren, aufgewachsen, habe hier angefangen, da zu spielen. Für mich ist das Größte hier, natürlich auch hier im eigenen Haus zu gewinnen, ist klar. Und die Fans sind natürlich überragend, ich habe noch nie so was anderes gesehen. Mannheim zum dritten Mal deutscher Meister, das war allemal ein Tänzchen wert.
tolle Stimmung in Mannheim. Herzlichen Glückwunsch natürlich auch von uns zur 3. Deutschen Meisterschaft. Und wir geben gleich nochmal rüber ins Eisstadion zu meinem Kollegen Thomas Mildner. In Mannheim brennt die Luft, da tanzt der Bär. Bitte, Thomas Mildner mit Gästen hier in Mannheim. Also das Spiel hier in Mannheim ist schon lange vorbei und Sie hören es im Hintergrund, man versteht sein eigenes Wort nicht mehr. Das Eisstadion in Mannheim tobt, die Adler sind zum 3. Mal deutscher Meister und neben mir der Trainer Lance Nattery. Herzlichen Glückwunsch zunächst einmal auch im Namen von Sport im Dritten. Dieser Erfolg für Sie, das ist die Titelverteidigung. Was war für Sie wertvoller, der Titel in letztem Jahr oder jetzt die Titelverteidigung? Okay, letztes Jahr war ein Jahr für uns, das fast perfekt gelaufen ist. Und dieses Jahr, wir haben sehr viele erwarten, sehr viel Druck auf unserer Seite. Und wir haben auch vom Anfang an sehr viele Probleme. Wir haben zu Hause Probleme zu gewinnen haben. Wir haben auch viele Verletzungen. Wir haben nur 125 Minuten mit der ganzen Mannschaft zusammengespielt. Wir haben innerhalb der Mannschaft mit familiären Problemen, wir haben auch Sperre und. Und ich glaube, dieses Jahr habe ich auch wesentlich mehr Stolz auf die ganze Mannschaft, weil wir sind von hinten gekommen und in den Playoffs alles umgedreht. Und die Spieler, die haben sehr viel Kredit verdient hier. Und wie ich es gesagt habe, letztes Jahr war Euphorie, dieses Jahr ist Zufriedenheit und Stolz. Die Mannschaft war pünktlich zu den Playoffs wieder in absoluter Topform. Wir wollen uns mal angucken, was vorhin los war, als die letzten Minuten hier am Eisstadion gelaufen sind, die letzten Sekunden. Die Fans zählten runter, 5, 4, 3, 2, 1 und dann gab es hier im Mannheimer Eisstadion kein Halten mehr. Die Stimmung schwappte über, das Eis brodelte hier im Eisstadion, man kann es sehen. Und ich glaube auch ein großes Kompliment an die tollen Fans in Mannheim. Hier sehen wir noch, Rob Zimmerter wird gefeiert und da ist die Schale, da ist der Kapitän Pavel Groß. Vielleicht ein paar Worte dazu. Tolles Gefühl, wenn man diese Schale in der Hand hat, oder? Aber natürlich, ja. Wir haben es schon letztes Jahr erlebt, aber dieses Jahr war es ein bisschen schwerer, aber umso besser. Warum war es so schwer? War Berlin wirklich der verdiente Gegner in diesem Finale? Waren die zwei besten Mannschaften? Ja, schon. Erstmal das und zum zweiten Mal, jeder hat mit uns gerechnet, würde ich sagen. Wir waren keine Außenseiter mehr, wir waren die Favoriten für diese Titel. Und wir haben bewiesen, dass wir zu Recht diese Favoriten waren und wir haben es auch geschafft. Jetzt wollen wir uns noch mal was angucken, was ganz entscheidend ist, nämlich das 3:1 für Mannheim. Das war in der 40. Minute das Tor von Mike Pellegrims. Vielleicht können wir das mal einspielen. Hier, Mike, vielleicht kannst du dazu was sagen. Ein Alleingang über das ganze Eis und dann dieser Abschluss. Und man muss dazu sagen, hier sehen wir es nochmal, die unbändige Freude. Das Tor war ganz entscheidend, denn es war die 40. Minute, 2:1. Das Spiel war gerade so am Kippen und dann dieses Tor. Mike Pellegrims, haben Sie heute das Spiel mitentschieden? Okay, ich bin ein Spieler von der Mannschaft und ich war heute der Mann, der das Tor geschossen hat. Und ich muss sagen, das war ein sehr wichtiges Tor, das 3. Tor. Weil ja, der letzte Minute in der zweiten Drittel ist das passiert. Und ja, das war ein super schönes Gefühl und dann wieder die Meisterschaft zu holen, das war super. Es war sicherlich ein ganz wichtiges Tor, denn die Berliner haben auch heute ordentlich dagegen gehalten. Es war nicht ganz so einfach für euch. Sie selbst haben mir vorhin nach dem Spiel gesagt, Sie widmen diesen Titel Ihrem Vater. Können Sie vielleicht dazu noch mal was sagen? Ja, was muss ich dazu sagen? Mein Vater ist sehr krank und alles und das war eine sehr schwere Zeit für mich alleine. Und die letzten 7 Monate waren sehr schwer. Viel nach Belgien gefahren zu meinem Vater. Und emotional war es sehr schlimm für mich heute so. Die Euphorie, dann das wieder zu gewinnen und dann das zu wissen, dass sein Vater sehr schlecht geht. Aber ich bin froh für ihn. Ein ganz wichtiger Mann steht noch bei uns, Markus Kuhl. Eigentlich ja auch einer der Väter des Erfolges. Sie haben wieder genau die Spieler geholt, die man gebraucht hat, um hier in Mannheim Meister zu werden, oder? Ja, wir haben im letzten Jahr die Spieler geholt und dieses Jahr hat sich bestätigt, dass die Spieler, die wir letztes Jahr geholt haben, eben sehr gut sind und so konnten wir praktisch die Meisterschaft wieder gewinnen. Was machen die Adler? Was macht das Management so viel besser, dass es hier in Mannheim so fabulös läuft? Ja, es sind viele Dinge, die da zusammenspielen. Es ist ein Mosaik, das sich zusammensetzt und vor allen Dingen mit dem Trainer und mit der Mannschaft. Es passt im Moment alles
Und wir arbeiten daran, dass die nächsten 2, 3 Jahre so weitergehen. Die Euphorie Lance Nethery in Mannheim ist riesengroß. Ich glaube, ganz wichtig für diesen Erfolg sind nicht nur die tollen Spieler, ist diese tolle Mannschaft, die sehr kompakt, sehr einheitlich spielt, sondern ich glaube auch die Fans sind sehr wichtig für euch. Ja, die Fans sind unglaublich, das haben wir Freitag gesehen. Wir haben 7.000 Leute in der Halle, wo wir Auswärts gespielt haben. Und trotz vieler Probleme hier zu Hause waren sie immer hinter uns. Und die sind sehr fair, sie sind sehr ehrlich. Und ich weiß es nicht, überall wo besser Fans sind, die sind, wie ich es gesagt habe, ehrlich, wir haben auch kein Problem mit denen, die genießen das, wie sie sein sollen. Und ich hoffe, dass wir auch in der Zukunft auch genau gleich Unterstützung bekommen. Pavel Groß, ganz wichtige Frage. Niemand hat mir sagen können, wie heute weiter gefeiert wird. Sagen Sie uns doch zum Schluss noch, wo und wie wird heute diese Meisterschaft gefeiert? Der Lenz hat gesagt, wir müssen um 9 ins Bett gehen, richtig ausschlafen und morgen haben wir wieder Training um 10. Also, das glaube ich zwar nicht ganz, denn in Mannheim wird heute sicherlich die Nacht zum Tage gemacht. Die Mannheimer Adler, das sagen alle Experten und alle, die diese 4 Playoff-Finales gesehen haben, Mannheim ein verdienter Eishockeymeister. Und mit der unbändigen Freude hier in Mannheim wieder zurück nach Stuttgart ins Studio. Tschüss! So. Ja, vielen Dank.